Hallo meine Lieben, heute habe ich nochmal ein Mini-Scrapbook für euch. Diesmal eins, wo ihr jeweils Doppelseiten habt und in diesen Doppelseiten eine Taglasche drin ist. Und somit habt ihr ganze 12 Seiten plus auch noch die Tags jeweils doppelseitig, wo ihr irgendwelche Fotos oder Sprüche anbringen könnt. Und wie ihr das Ganze machen könnt, das zeige ich euch gleich. Damit ihr seht, was wir heute machen, das ist so ein kleines Mini-Scrapbook. Was haben wir hier? 7,5 cm ungefähr mal 6,5 cm und dann 3 cm. In der Höhe hat insgesamt 6 Seiten, aber ihr seht gleich, warum es da massiv viel Platz habt, um Fotos und eure Sprüche reinzuschreiben. Zusammengebunden habe ich das hier mit einer Schlaufe, die unter der Mattung fest gemacht ist. Wo habe ich sie? Dann haben wir eben hier jeweils jede Doppelseite von diesen 6 da habt ihr immer vorne und hinten dran Platz, um etwas zu machen. Und jeder hat auch noch so einen Tag drin, wo ihr Vorderseite und Hinterseite verwenden könnt, um ein Foto reinzukleben, einen Spruch reinzumachen. Und eben das auf jeder Seite. Und die Bindung ist quasi versteckt. Für dieses Scrapbook braucht ihr auch wieder einiges an Material. Wir gehen zuerst aber mal hin und nehmen uns die Sachen, die wir für außen brauchen. Und das sind hier. Wir brauchen einmal ein langes Stück oder ein bisschen breiteres Stück, das sind 20 cm mal 8,5 cm und dieses hier sind 17,8 cm mal 6,1 cm. Das ist das, was außen drum kommt, plus innen nachher, um das ganze Innere zu verdecken. Und um dem Ganzen Stabilität zu geben, brauchen wir hier Pappe. Und das sind 3 Stück, 2 mal 7,5 cm mal 6,5 cm und einmal die 2,8 cm mal die 6,5 cm. So, das ist das, was wir für die Hülle brauchen und mit der fangen wir jetzt auch gleich an. Und zwar nehmt ihr euch zuerst das größere Stück und legt euch die Pappe mal so ein bisschen zurecht. Und dann seht ihr auch so, wie die Abstände ungefähr sind. Und zwischen dem Mittelteil und den jeweiligen äußeren Teilen lassen wir einfach einen kleinen Spalt, damit sich das Ganze dann auch ein bisschen besser biegen lässt. Und wir fangen jetzt gleich mit dem mittleren Stück am besten an. Ihr könnt, wenn euch das lieber ist, könnt ihr mit Doppelklebeband arbeiten. Ich arbeite am liebsten hier mit dem Flüssigkleber. Da dürft ihr schon, wenn ihr mit dem Flüssigkleber arbeitet, schon ordentlich drauf geben, weil die Pappe zieht das auch relativ gut ein. So. Dann versuche ich hier so ein bisschen die Mitte zu finden, von oben und unten und von den Seiten her. Und bevor ich das jetzt festdrücke, nehme ich hier noch ein Lineal und gucke einfach, dass das Ganze hier gerade auf dem Papier liegt. Halte den fest und schiebe hier dieses Teil hier entgegen, damit es hier oben anschließt. Und jetzt drücke ich das Ganze fest. So, dann das zweite Stück Pappe. Und jetzt gehe ich mit dem Lineal hier dran, an das Stück, was schon drauf ist.
schiebe das hier entgegen und jetzt kann ich das hier dranlegen. Und lasse aber zwischen diesen beiden Stücken einen kleinen Spalt. So, dasselbe noch auf der anderen Seite. Und wenn ihr wie ich hier jetzt nicht komplett gerade auf dem Papier zu liegen kommt, das ist nicht wirklich schlimm, weil das verschwindet nachher sowieso hinter der Abdeckung. Und jetzt schneidet ihr hier die Ecken nicht ganz an die Pappe ran, sonst gucken euch nachher die Ecken raus, sondern da lieber ein bisschen Abstand lassen. Dann könnt ihr nachher immer noch so ein bisschen die Ecken abstupfen. So, jetzt nehmen wir das Falzbein und gehen effektiv überall den Kanten entlang, damit wir dem Papier so ein bisschen zeigen, wo es nachher geknickt werden soll. Das hilft dann auch, geht dann beim Knicken ein bisschen einfacher. Und dasselbe auch hier in der Mitte. So, und jetzt legen wir das so rein. Am besten geht ihr auch hier entlang außen, entlang der Pappe hin und helft dem Papier wieder so ein bisschen. Und dann könnt ihr das so runterlegen. So, und jetzt können wir das Ganze festkleben. Lieber auch ordentlich Kleber drauf geben, wenn euch der Kleber danach ein bisschen rausquillt, ist es kein Thema, weil eben wir verdecken es nachher sowieso. Und jetzt drückt ihr einfach fest, bis ihr merkt, okay, das klebt wirklich gut am Papier oder an der Pappe fest. Jetzt, wenn ihr merkt, dass die Ecken hier so ein bisschen zu fest abstehen, könnt ihr da noch ein bisschen zurückschneiden. Dann habe ich hier schöne Ecken, aber es guckt mir nichts von der Pappe raus. So. Jetzt ist das Ganze natürlich wieder so ein bisschen schwer zu knicken und deshalb gehen wir jetzt hier mit dem Falzbein in diese Lücke rein und helfen dem Papier so ein bisschen, damit es sich besser knicken lässt auch. Einfach vorsichtig, damit euch hier das Papier nicht reißt. Aber mit dem Falzen, wenn ihr das so macht, sollte das eigentlich nicht passieren. So, jetzt sieht das innen drinnen natürlich nicht wirklich schön aus. Das korrigieren wir jetzt noch, und zwar mit diesem zweiten Stück. Das klebe ich jetzt hier möglichst mittig von oben, unten und von beiden Seiten drauf. Das Schöne beim Flüssigkleber, man kann immer noch so ein bisschen schieben, ne? So, und jetzt ist es wieder stabil. Und deshalb müssen wir die Falzlinien, die wir vorher schon angezeichnet haben, wieder nachziehen. So, und jetzt sollte das sich auch gut falzen lassen, biegen lassen. Springe
hier das Papier so ein bisschen auf, das mache ich wieder fest. Es geht einfach darum, dass dieser Rücken hier, der sollte gut an der Pappe kleben, weil da klebt dann auch unsere Bindung dran fest. Und deshalb muss der da schon gut kleben. So. Normalerweise sollte es eigentlich besser gehen als bei mir. Ich habe gemerkt, dass ich mit der Pappe ein bisschen eng zusammen lag. Wenn ihr dort ein bisschen eine größere Lücke lasst, dann passiert euch das hier auch weniger, weil dann könnt ihr das Papier schön hier rein in diese Lücke reindrücken. Gut, das ist das, was wir machen. Und dann habe ich hier bei dem, und das werde ich auch bei diesem hier machen, habe ich das, was außen als Mattung ist, habe ich geprägt. Das habe ich jetzt auch kurz gemacht, und zwar mit diesem Prägefolder und diesen eben beiden Papieren. Und das kleben wir jetzt nicht direkt drauf, sondern um das zu verschließen, habe ich hier so ein Band. Und das bringe ich zuerst hier drauf. Und das geht eigentlich fast am einfachsten, wenn ihr hier einfach ein Doppelklebeband nehmt und das hier in der Mitte drauf klebt. Aber nur auf dem Deckel und auf der Rückseite, nicht auf dem Rücken, weil da matten wir nicht und das würde man dann sonst sehen. Dort sollte es eher locker liegen, von dem her nur auf der Vorder- und auf der Rückseite. Guck einfach, dass mir hier das nicht zu viel Widerstand hat, nicht, dass ich dann das Scrapbook nicht schließen kann, sondern es darf ruhig ein bisschen locker sitzen. So, und jetzt kann die Mattung drauf. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, wollt ihr das so drauf haben oder wollt ihr das so drauf haben? Ich finde es eigentlich fast schöner dieser Seite, von dem her klebe ich das so fest. Und das hier einfach mittig drauf. So, haben wir das. Die Verzierung, die mache ich dann ganz am Schluss. Da habe ich mit einer 3,2 cm Stanze habe ich einen Kreis ausgestanzt und den gestempelt mit diesem Stempelset. Schön, dass es dich gibt. Das ist eine. Und den anderen Kreis habe ich mit einer 3,8er Stanze ausgestanzt. Und die kommen dann so übereinander. Aber das machen wir ganz am Schluss. Jetzt kümmern wir uns zuerst um die Innenseite, nämlich diese Seiten. Die sind auch alle genau gleich, ne? Und haben immer ein Tag innen drin. Und die sind mit einer Bindung festgemacht, die man hier so jetzt gar nicht sieht. Und wie man die macht, das ist ganz einfach. Ihr nehmt hier die 3 Stücke, die jeweils 5,7 cm hoch sind. Und dann haben wir eins mit 3,2 cm, eins mit 2,5 cm und eins mit 1,8 cm. Und alle 3 Stücke falzt ihr je auf diesen langen Seiten bei 0,5 cm. Das heißt, hier beim Falz- und Schneidebrett legt ihr das am besten hier an und guckt hier drüben bei 0,5 cm, legt ihr das so hin, ne? Und falzt da. Und dann dasselbe auf der anderen Seite auch nochmal. Das
Das erste, das zweite auch wieder bei 0,5. Und auch auf der anderen Seite bei 0,5. Ich orientiere mich hier so ein bisschen an der Linie, dass das da wirklich gerade liegt. Und dasselbe mit dem dritten Stück. Ist ein bisschen friemelig, ich weiß, aber es ist ein Mini-Scrapbook. Und deshalb arbeiten wir auch mit Mini-Teilen, ne? So, noch die zweite Seite. So, und jetzt können wir diese Falzlinien noch mit dem Falzbein nachziehen. So, und dann solltet ihr diese 3 Teile haben, die so ineinander reinkommen. Und die kleben wir jetzt auch gleich fest. Ihr könnt, wie ihr wollt, ihr könnt hier mit einem Doppelklebeband arbeiten. Das sollte einfach etwas sein, was wirklich gut klebt, weil eben da das Gewicht der Seiten dann dran ist. Und ich arbeite hier mit dem Flüssigkleber. Ich habe eigentlich gute Erfahrungen damit gemacht, dass der dann auch wirklich hält. Das heißt, ihr gebt hier Kleber auf die Rückseite, dann legt ihr das in das nächstgrößere mittig rein, dass da wirklich von allen Seiten gleich viel Abstand ist. Dann wirklich gut festmachen. So, das ist einer. Und jetzt das wiederum auf das größere Teil. Und das ist jetzt eure Bindung für die Seiten. Diese Bindung kommt hier in der Mitte drauf. Bevor wir das machen, genau das machen wir. Weil dann hat die auch wirklich Zeit, bevor wir dann die Seiten dran kleben, dass der Flüssigkleber hier gut einziehen kann. So, und hier eben auch wieder mittig. So, und jetzt lassen wir dem so ein bisschen Zeit wirklich zu trocknen. Und in der Zeit kümmern wir uns um die Seiten. Und zwar haben wir hier wir haben 6 Mal, weil es sind ja insgesamt 6 Seiten mit jeweils 6 Tags. Von dem her braucht ihr 6 Stück, die 13,8 cm mal 6,4 cm sind. Ihr braucht 6 Stück, die 5,5 cm sind mal 6 cm. Und dann habe ich hier 12 Kreise, weil wir machen die dann effektiv 2 an so einen Tag dran, damit es wirklich stabil ist. Und die habe ich ausgestanzt mit einer 2,5 cm Stanze. Und was ich auch gemacht habe, weil ich es schöner finde bei den Tags, ich habe die Ecken abgerundet. Da kann man hier so einen Eckenabrunder nehmen und ganz einfach
hier kurz alle 4 Ecken abrunden und dann sieht es auch schöner aus. So. Jetzt, wie machen wir diese Lasche, dass hier ein Tag rein kann? Das ist ganz einfach. Ihr nehmt diese Stücke, brauchen wir wieder das Falzbrett. Und dann falzt ihr einmal, ihr legt es so hier längs rein, dann falzt ihr einmal bei 6,4 cm und einmal bei 12,8 cm, das heißt das Doppelte. Und was übrig bleibt, ist hier eine Klebelasche. Die Klebelasche, die könnt ihr so ein bisschen anschrägen. Dann zieht ihr die Falzlinien nach. Und dann klebt ihr hier die beiden Stücke oder dieses Stück einfach aufeinander. Das heißt, wir geben hier auf diese Klebelasche geben wir Flüssigkleber oder eben wie gesagt, wenn ihr lieber mit Doppelklebestreifen arbeitet, dann könnt ihr auch das machen. Dann lege ich das hin, lege die übereinander und klebe das hier fest. Dann sollte euch das hier innen drinnen nicht festkleben, sondern da habt ihr jetzt effektiv Platz, wo hier dann das Tag rein kann. Das macht ihr jetzt mit allen 6 Seiten. Und jetzt, wo wir alle Seiten haben, gucke ich jeweils drauf, dass alle gleich liegen. Nämlich, dass diese Lasche, die hier klebt, immer unten ist und an der Vorderseite klebt. Das heißt, ihr seht hier auf der Seite hier ist diese Lasche. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. So. Und genau so lege ich die von mich hin, und zwar alle gleich. Und die kleben wir jetzt in das Buch rein, bevor wir uns dann um die Tags kümmern. Und zwar, wie macht ihr das? Das ist ja unsere Befestigung für diese Tags. Und was wir machen hier Kleber dran und hier Kleber dran. Und dann stülpen wir diese Seite quasi wie drüber, richten die aus und machen die dann auf beiden Seiten, gucken wir, dass die wirklich fest sitzt und sich trotzdem noch umlegen lässt. Das heißt, ihr gebt auf beide Seiten von dieser Lasche gebt ihr Kleber drauf. Dann stülpt ihr, könnt ihr so ein bisschen zusammendrücken, damit die auseinander geht, und stülpt die hier auf dieses Stück drauf. Guckt, dass ihr oben und unten, ich spüre das jeweils hier mit den Fingern, wenn ich entgegendrücke, wo ist der Rücken von dem Buch, und versuche mir hier so zu merken, wo das zu liegen kommen muss. Dann drücke ich das kurz so ein kleines bisschen an, aber was ich mache, ich lege es trotzdem noch um, weil wenn ich es vorher festklebe, dann habe ich manchmal das Problem, dass sich die nicht mehr so gut blättern lassen. Und da kann ich jetzt immer noch gucken, dass ich oben und unten nicht aus dem Buch rauskomme. Und dann könnt ihr das hier festmachen. So, und schon haben wir unsere erste Seite, und das machen wir jetzt mit allen Seiten.
diese letzte Seite wieder hoch und jetzt kann ich hier wirklich gucken, dass die gleichmäßig am gleichen Ort liegen. Drücke die hier unten kurz ein bisschen fest. Dann lege ich auch diese Seite um und gucke wieder hier, dass die gerade hier aufeinander liegen. Und erst dann mache ich das hier wirklich fest. Das heißt, nehme auch hier wieder die letzte Seite hoch, gucke, dass die gerade aufeinander liegen, drücke hier kurz ein bisschen fest, dann lege ich die runter und gucke auch hier wieder, dass alle gerade aufeinander liegen. Wenn euch die Seite so ein bisschen zu weit wegrutscht, könnt ihr die hier einfach wieder zurückstoßen. Hauptsache, sie lässt sich umlegen, umklappen und liegt gerade auf den anderen drauf. Und dann könnt ihr sie festmachen. So, und dann habt ihr hier eine Bindung, die wunderbar verschwindet. Und ihr habt 6 Seiten in diesem Scrapbook drin. Und jetzt haben wir gesagt, wir wollen noch Tags. Ne? Währenddessen das hier klebt oder festklebt oder austrocknet, weil ich will nicht, dass ich dann den Tag reinschiebe und das da unten, wo wir jetzt gerade die Lasche angeklebt haben, dass dann auch das Tag da festklebt. Deshalb lasse ich das jetzt hier einfach mal so ein bisschen trocken. Und wir kümmern uns unterdessen um diese Tags. Bei den Tags haben wir ja eine unterschiedliche Länge und Breite. Das heißt, wir haben 6 und 5,5 und genauso kommen diese Tags hier rein. Das heißt, aufgrund dessen, dass wir da unten die Klebelasche haben oder die Bindung haben, sind die Tags ein bisschen, also das, was das längere Stück kommt vertikal und das kürzere horizontal. Das heißt, so wie ich das jetzt reinschiebe, sind das hier die 6 cm und hier die 5,5 cm. Dann nehmen wir alle Tags und gucken, dass die genau auch so sind und so legen wir die vor uns hin. Und jetzt kommen diese Kreise drauf. Und ich mache das jeweils so, dass ich einfach das mal beim ersten nehme und das dann jeweils auch gleich als Schablone nehme für die weiteren. Hier klebe ich erstmal nur auf die untere Hälfte des Kreises Flüssigkleber drauf und klebe das hier so Handgelenk mal Pi mittig drauf. So. Dann drehe ich das um und klebe auf den kompletten Kreis Kleber drauf und lege den hier passend drüber. Und mache das fest. Und das nehme ich jetzt quasi als Schablone für den nächsten Kreis. Das heißt, ich lege die hier so ein bisschen übereinander. Nehme wieder einen Kreis und gebe nur auf die untere Hälfte Kleber. Dann halte ich den hier passend auf dieses Tag drauf. Halte dieses Tag genau drauf. Drücke hier fest. Kann ich das wegnehmen und dann
sitzt es am genau gleichen Ort wie das vordere. Wieder dasselbe, nur auf den Halbkreis. Dann hier so ranhalten, dass der genau übereinander liegt. Dann das Tag aufeinander, passend aufeinander legen. Sagt und macht irgendwas anderes, ne? So, Tag gerade aufeinander loslassen, festdrücken und auch wieder loslassen. Ich kontrolliere einfach immer, dass die auf derselben Seite liegen, weil wenn ich es zum Beispiel jetzt so rum habe, weil ich war ja nicht komplett in der Mitte, würde das nicht stimmen. Von dem her so hin und dann geht es auch. So jetzt wieder hier hinten dran. Festhalten, das andere Tag dran, festdrücken und festmachen. So, und dann habt ihr effektiv 6 Tags, die passgenau aufeinander liegen. So einfach geht das. Und ihr habt hier wirklich ein schön stabiles Label, mit dem man dieses Label aus der Tasche rausziehen kann. Und genau da kommt die jetzt rein. Wenn euch, ihr könnt immer noch, wenn euch das so schlicht nicht gefällt, ihr könnt auch hier Matten, also das heißt hier ein bisschen kleiner, auch ein Stück Papier oder Designpapier aufbringen, wie euch das gefällt. Ich wollte das hier extra schlicht halten, weil ich finde dieses Spiel mit diesem Limetten, mit dieser Limette und dem Hellgrau schon so schön, da braucht es meiner Meinung nach gar nicht groß jetzt noch Designpapier drauf zu haben. Aber das ist natürlich euch überlassen, wo ihr Mattungen draufbringen wollt, ob ihr Mattungen auf die Tags draufbringen wollt, ob ihr Mattungen auf das Papier draufbringen wollt oder ob ihr dann hier eure Sprüche und Fotos direkt auf dieses graue Papier draufklebt. Da seid ihr in der Gestaltung komplett frei. Ich finde es cool, wenn es eher schlicht ist und so diese Tags eigentlich noch mehr zur Geltung kommen. Und ihr seht auch vom Platz her, ne, da habt ihr jetzt, da ihr 6 quasi Doppelseiten habt, habt ihr 12 Seiten, wo ihr was anbringen könnt, plus dann nochmal vorne und hinten auf dem Tag. Das heißt, ihr habt 24 Plätze, um Fotos, Sprüche, irgend sowas hier aufzubringen. Und als Abschluss machen wir jetzt noch vorne die Verzierung fertig. Ich habe einen grauen Kreis ausgestanzt, der ist mit einer hier 3,8 cm Stanze. Den klebe ich direkt auf das Scrapbook drauf. Möglichst mittig natürlich. So, das sollte halten. Und dann habe ich mit einer, was war denn das? Hier, 3,2 cm Stanze noch diesen Kreis ausgestanzt und eben den Stempel drauf gestempelt. Und das bringe ich jetzt nicht direkt mit Flüssigkleber drauf, sondern ich verwende hier Dimensionals, um dem Ganzen noch so ein bisschen Dimension zu geben. So, und das bringen wir jetzt hier mittig drauf. So, und dann können wir hier das Ganze noch zusammenbinden. Schön ist anders, ne? Einmal festziehen, wieder zurückziehen. Und damit das hier nicht passiert mit dem Ausfransen,
Könnt ihr das kurz ein bisschen stutzen. Und dann geht ihr ganz einfach mit dem Feuerzeug nur ganz kurz dran. Und dann versiegelt euch das auch so. Et voilà. Und so haben wir ja ein süßes kleines Scrapbook mit 6 Seiten, 6 Tags drin und somit 6 mal 2 gibt 12, mal 2 gibt 24 Plätze, wo ihr irgendetwas anbringen könnt und so jemanden schön damit überraschen könnt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzubasteln. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die habe ich euch unten in die Links reingestellt. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten. Und wir sehen uns hoffentlich in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!